In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, Thema, nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst starten wir den Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 auf Ihrer Tastatur drücken. Sobald wir uns im Meta-Editor befinden, programmieren wir den Code für unseren Expert Advisor. Die erste Zeile unseres Codes enthält die Klasse cTrade aus der Standardbibliothek. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die wir für die Verwaltung unserer Trades verwenden werden. Indem wir diese Bibliothek einbinden, erhalten wir Zugang zu diesen wichtigen Handelsfunktionen. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt namens Trade. Dieses Objekt verwaltet alle Handelsoperationen, einschließlich der Eröffnung und Änderung von Positionen. Anschließend definieren wir die Parameter für die Konfiguration unserer Strategie. Diese Parameter können in den Eigenschaften des Expert Advisors angepasst werden. Der Parameter Lookback-Bars ist auf 50 gesetzt, was bedeutet, dass wir die historische Spanne der Höchst- und Tiefstwerte der letzten 50 Kerzen analysieren werden. Der Parameter Min-Candlespec ist auf 5 gesetzt und gibt das Mindestalter für gültige Hochs und Tiefs an, das zwischen 5 und 50 Kerzen liegen kann. Der Parameter Trailing Offset wird auf 10.0 gesetzt, was den Sicherheitsabstand für den Trailing Stop in Punkten angibt, der zwischen 1 und 20 variieren kann. Der Parameter Thema Period wird auf 14 gesetzt. Dies ist die Periode für die Thema-Berechnung. Der Thema Shift wird auf 0 gesetzt, was bedeutet, dass es keine horizontale Verschiebung für den Thema gibt. Schließlich legen wir den Preistyp für die Themaberechnung mit dem Parameter Thema Price fest, der auf Price Close eingestellt ist. Als nächstes deklarieren wir globale Variablen und Handles, die den Status zwischen Ticks und Indikatordaten speichern werden. Die Variable Thema-Handle enthält das Thema-Indikator-Handle, während Thema-Buffer ein Array ist, in dem die Themawerte gespeichert werden. Das Array Price Data enthält die Kursdaten Open, High, Low und Close. Wir deklarieren auch zwei boolische Variablen, Pref Bullish Signal und Pref Bearish Signal, um den vorherigen Status von bullischen und bearischen Signalen zu verfolgen. Die Funktion onInit ist die Initialisierungsfunktion des Experten, die einmal beim Start des Expert Advisors ausgeführt wird. In dieser Funktion erstellen wir das Thema-Indikator-Handle mit Hilfe der eingebauten iThema-Funktion. Diese Funktion benötigt Parameter wie das Symbol, den Zeitrahmen, den Zeitraum, den Shift und den Preistyp. Außerdem konfigurieren wir die Arrays als Zeitreihen und stellen sicher, dass die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Diese Ausrichtung ermöglicht es uns, mit den Daten in einem natürlichen Zeitablauf zu arbeiten. Schließlich geben wir den Erfolgscode init succeeded zurück, um anzuzeigen, dass die Initialisierung erfolgreich war. Als nächstes definieren wir Funktionen zum Öffnen von Positionen. Die Funktion OpenBuy-Position ist für die Ausführung einer Kauforder zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis mit Hilfe der Funktion Symbol-Info-Double-Up und ruft dann die Methode Position Open der Klasse cTrade auf. Diese Methode nimmt Parameter wie das Symbol, den Auftragstyp, das Volumen, den Preis, den Stop-Loss, den Take-Profit und einen Kommentar entgegen. In diesem Fall eröffnen wir eine Kaufposition mit einem Volumen von 0,10 Lots, was 10 Mikrolots entspricht. Der Einstiegskurs wird auf den aktuellen Ask-Preis gesetzt und sowohl der Stop-Loss als auch der Take-Profit werden deaktiviert, indem sie auf 0 gesetzt werden. Der Kommentar für die Position wird auf Thema-Position gesetzt. In ähnlicher Weise wird die Funktion OpenSell-Position definiert, um einen Verkaufsauftrag auszuführen. Sie ruft den aktuellen Bidpreis ab und ruft die Methode Position Open mit den entsprechenden Parametern für eine Verkaufsposition auf. Auch hier legen wir ein Volumen von 0,10 Lots fest und der Einstiegskurs wird auf den aktuellen Bidpreis gesetzt, wobei Stop-Loss und Take-Profit deaktiviert sind. Die Funktion OnTick ist die Hauptfunktion, die bei jedem Tick ausgeführt wird und die Kernlogik unserer Handelsstrategie enthält. In dieser Funktion rufen wir zunächst historische Kursdaten für die Analyse ab, indem wir mit der Funktion CopyRates die H1-Kerzendaten für den angegebenen Rückblickzeitraum kopieren. Diese Funktion benötigt Parameter wie das Symbol,
den Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl und das Zielarray, in dem die Daten gespeichert werden. Als nächstes laden wir die Themawerte aus dem Indikatorbuffer mit Hilfe der Funktion CopyBuffer, die die berechneten Themawerte zur Analyse in das Array ThemaBuffer kopiert. Anschließend überprüfen wir den Status der offenen Positionen, um festzustellen, ob es welche gibt und welchen Typ sie haben. Wir initialisieren eine boolische Variable hasOpenPosition auf False und setzen den CurrentPositionType auf PositionTypeBy als Standardwert. Wir gehen alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durch, um die relevanten Positionen sicher zu identifizieren. Für jede Position ermitteln wir die eindeutige Ticketnummer und prüfen, ob die Position zum aktuellen Symbol gehört. Ist dies der Fall, markieren wir, dass eine offene Position gefunden wurde und speichern den Typ der aktuellen Position. Wir verlassen die Schleife, nachdem wir die erste passende Position gefunden haben. Als nächstes prüfen wir, ob ein Thema-Kreuzungssignal vorliegt. Ein bullisches Signal liegt vor, wenn der vorherige Schlusskurs unter dem Themawert und der aktuelle Schlusskurs über dem Themawert liegt. Umgekehrt tritt ein bearisches Signal auf, wenn der vorherige Schlusskurs über dem Themawert liegt und der aktuelle Schlusskurs unter dem Themawert liegt. Wenn ein bullisches Signal erkannt wird und es kein vorheriges bullisches Signal gab, prüfen wir, ob es offene Positionen gibt. Wenn es keine gibt, rufen wir die Funktion OpenBuy-Position auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn es eine offene Kaufposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion ILowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Wir prüfen auch, ob der Tiefststand mindestens min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs über dem ermittelten Tiefststand liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das neue Trailing-Stop-Niveau, indem wir den Trailing-Offset zum letzten Tiefkurs addieren und die Funktion Process-Trailing-Stop aufrufen, um den Trailing-Stop zu verwalten. Im Falle eines bärischen Signals folgen wir einem ähnlichen Prozess. Wenn es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion OpenSell-Position auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn es eine offene Verkaufsposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion IHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob der Hochindex mindestens min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs unter dem ermittelten Hoch liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das neue Trailing-Stop-Niveau, indem wir den Trailing-Offset vom letzten Höchstkurs abziehen und die Funktion Process-Trailing-Stop aufrufen. Am Ende der Funktion OnTick aktualisieren wir die vorherigen Signalzustände für den nächsten Tick, indem wir die aktuellen bullischen und bearischen Signale den jeweiligen vorherigen Signalvariablen zuordnen. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Verwaltung des Trailing Stops sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Sie durchläuft alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge und wählt jede Position anhand ihrer Ticketnummer aus. Wir filtern die Positionen, um sicherzustellen, dass sie dem angegebenen Positionstyp entsprechen und zu dem aktuellen Chartsymbol gehören. Wir rufen den aktuellen Stop-Loss-Wert für die Position ab und aktualisieren den Stop-Loss auf der Grundlage des Positionstyps. Bei einer Kaufposition prüfen wir, ob das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder ob kein Stop-Loss vorhanden ist. Wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, ändern wir die Position mit der Methode Trade Position Modify. Bei einer Verkaufsposition prüfen wir, ob das neue Stop-Level niedriger ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt und ändern die Position entsprechend. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung, da er sicherstellt, dass unser Code fehlerfrei ist und ausgeführt werden kann. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn alles korrekt funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten. Wir wählen den Expert Advisor, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen.
Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns gerne eine E-Mail schicken. Zusammenfassend haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor programmiert, der den Thema-Indikator nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Wir haben mehrere Funktionen zur Verwaltung von Trades und Trailing Stops mit ein paar Zeilen MQL-Code programmiert. Wir haben einen Expert Advisor programmiert, der Handelsentscheidungen auf der Grundlage von Themasignalen trifft. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben und wir sehen uns im nächsten Video wieder.